Du lernst, wie du Off-Page-Optimierung in Zeiten von Googles Search Generative Experience und KI-erweiterten Suchmaschinen richtig angehst. Viel Spaß! Was ist jetzt das Ziel unserer Off-Page-Maßnahmen in diesem Kontext? Also neben Backlinks. Zum einen gewinnen wir an Sichtbarkeit, weil unsere Erwähnung auf anderen Websites durch RAG direkt aufgegriffen wird. Wenn du dich jetzt fragst, was ist RAG, das haben wir in einer der letzten Folgen im Detail besprochen. Ein Beispiel vielleicht ist, wir landen in einer Aufzählung der besten Unternehmensberatungen Deutschlands. Zusätzlich schaffen wir es über große Websites in die Trainingsdaten der Sprachmodelle. Um das ein bisschen greifbarer zu machen und verständlicher, springen wir kurz rein in SGE, ist auf Englisch, und da sehen wir jetzt das Keyword Best SEO Courses, und was euch dann auffallen sollte, ist, hier haben wir unseren AI Snapshot. Das war jetzt ein Snapshot, den ich selbst generieren musste. Das heißt, grundsätzlich wurde hier kein Snapshot angezeigt, aber es ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, was ich meine. Also, was euch auch noch auffallen sollte, ist diese Filterfunktionen Best SEO Courses for Beginners, Free, on Udemy, Reddit und so weiter. Das ist was, diese Filterfunktionen, die werden wahnsinnig spannend werden, auch im Bereich E-Commerce. Aber dazu ein anderes Mal mehr. So, das heißt, wir sehen da jetzt unsere Auflistung und die Quellen, worauf diese Auflistung basieren. Und wenn wir jetzt hier aufgelistet werden wollen würden, dann müssen wir natürlich diese Ergebnisse beeinflussen. Das heißt, in diesem Kontext, wir müssten unseren Kurs dort reinbringen, damit wir hier aufgelistet werden. Um das auch auf Deutsch zu zeigen, ich zeige das jetzt in Perplexity, und mir ist klar, dass Google SGE und Perplexity nicht das gleiche sind, aber basierend auf meinen Experimenten weiß ich schon, dass was bei einer Generative Engine funktioniert, tendenziell auch bei der anderen. Natürlich sind die Ergebnisse nicht ident, aber die Funktionsweise ist sehr ähnlich. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ein Sprachmodell ist kein Wettbewerbsvorteil, ein Sprachmodell ist ein Sprachmodell, fertig. So. Hier zum Beispiel, was sind die besten Weiterbildungsinstitute in Deutschland? Dann sehen wir hier eine Auflistung mit Zitaten und worauf die Quellen, worauf diese Antwort basiert. Und wenn wir hier aufgelistet werden wollen, dann müssen wir hier rein, um dann hier aufzuscheinen. Also ganz wichtig fürs Verständnis, warum machen wir diese Off-Page-Maßnahmen? Was sind jetzt gewisse Voraussetzungen, die wir berücksichtigen müssen? Wir müssen je nachdem, für was wir optimieren, die meisten werden für Google SGE optimieren und dann ist es nicht besonders relevant, aber sagen wir mal, du willst für ChatGPT oder Perplexity oder was auch immer, dann musst du natürlich berücksichtigen, dass die Website, auf der du eine Erwähnung willst oder einen Backlink willst, dass die nicht diesen jeweiligen Bot blockt. Das kannst du nachschauen bei Originality. Dort gibt es eine Liste, wo du siehst, welche Bots geblockt sind und so weiter. Wie gesagt, sie betrachten, glaube ich, nur diese 4 Bots, aber das ist schon mal ein guter Indikator, ob es Sinn macht, hier dran zu feilen. Und vielleicht interessant auch langfristig für deine Optimierung eine Liste mit Quellen, denen Google für Knowledge Panels vertraut. Das sind einfach die Seiten und wie oft die dann immer wieder aufscheinen und so weiter und zitiert werden. Ist ganz spannend zu verstehen, weil ich glaube, je mehr wir in diese Richtung gehen, also über was der Olaf Kopp ganz gern spricht, nämlich Entitäten und so weiter, desto wichtiger wird es auch, solche Sachen zu berücksichtigen. So, dann kommen wir zu dem, was dich wahrscheinlich tatsächlich interessiert, zu den Maßnahmen. Und konkret geht es meiner Meinung nach um die Positionierung deiner Marke bei Aggregatoren, wie zum Beispiel sowas wie Crunchbase, Sortlist, um ein österreichisches Beispiel zu nehmen, sowas wie Firmen-ABC, das heißt so Firmenverzeichnisse, irgendwelche die besten, bla bla bla. Dort ist es wichtig, positioniert zu sein. Dann das nächste, was wichtig sein wird, sind große, moderierte UGC-Websites, wie zum Beispiel, und das ist gerade so extrem in den Medien, und habt ihr davor auch gesehen, Reddit, LinkedIn, YouTube, Wikipedia, dass man hier
stark platziert ist mit seiner Marke. Und zu guter Letzt große Publisher wie zum Beispiel Zeit Online, Handelsblatt, Horizont oder in Österreich die Presse. Es geht jetzt nicht darum, dass du dich jetzt hier blind irgendwo auf diesen Plattformen positionierst, sondern du solltest dir gründlich ansehen, was in deiner Branche für Antworten zitiert wird. In Google zu seinen generativen Antworten zitiert ja irgendwelche Quellen, Perplexity, ChatGPT, die zitieren immer und du solltest dir spezifisch anschauen zu Sachen, die dir wichtig sind, was wird hier zitiert und diese Sachen, dieses Spiel wollen wir dann spielen. Und da springen wir jetzt ein bisschen weiter in die Tiefe. Das erste waren ja letzten Endes Listing-Aggregatoren, das heißt Aggregatoren mit irgendwelchen Listen. Ein gutes Beispiel haben wir in einer frühen Folge schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, das war im Kontext ChatGPT. ChatGPT liebt Sortlist. Wenn du irgendwas eingibst, beste bla bla bla, beste Agenturen bla bla bla, dann wird Sortlist hier zitiert werden. Das heißt, was machen wir, wenn wir jetzt Off-Page-Optimierung machen für unsere Brand? Wir werden schauen zur jeweiligen Kategorie, wo wir stark sein wollen, dass wir hier aufgelistet werden und dazu gehört natürlich, dass wir das Spiel dieser jeweiligen Plattform spielen. Das heißt, was ist jetzt konkret zu tun? Wir analysieren, welche Aggregatoren für deine Branche relevant sind. Das heißt, was zitieren SGE und Chatbots? Dann legen wir ein vollständiges Profil zu unserer Marke an und spielen einfach das Spiel dieser Plattform. In diesem Fall, wir müssen Bewertungen sammeln, vielleicht können wir zahlen, dass wir hervorgehoben werden. Tue einfach, was nötig ist, um mehr Sichtbarkeit bei diesem Aggregator zu bekommen, um das Ergebnis bei Google SGE, Perplexity, ChatGPT zu beeinflussen. So, dann haben wir das Thema große moderierte UGC-Websites. Für mich ist das eine Kategorie, weil es ist einfach, sind Plattformen, auf denen du Content publizieren kannst, der mehr oder weniger moderiert wird. Ein Beispiel dafür ist unser YouTube-Kanal logischerweise, aber auch sowas wie Wikipedia, wo du ja hier auf jeden Fall, also zum einen kannst du die Antworten hier beeinflussen, aber du kannst natürlich auch dich hier unter den einzelnen Nachweisen einschleichen, was ja natürlich seit es SEO gibt ein Riesenthema ist. Was ist zu tun? Das ist natürlich jetzt nicht so einfach, weil jede Plattform total unterschiedlich ist, aber es geht einfach darum, dass du aktiv an der Plattform teilnimmst und das Spiel der jeweiligen Plattform spielst. Und das Wichtigste ist, glaube ich, in diesem Kontext zu sagen, konzentriere dich wirklich nur auf die relevanten Plattformen. Das heißt nicht, wie die meisten Firmen Social Media angehen, nämlich sie sind auf 400 unterschiedlichen sozialen Netzwerken, sondern konzentriere dich auf die sozialen Netzwerke oder Plattformen, die für dein Thema relevant sind und die auch in Suchmaschinen prominent sind und natürlich zentral bei Google prominent sind. Da gibt es schon total spannende Auswertungen aus Amerika, welche Domains stark sind bei Google SGE. Ich bin sehr gespannt, wie es dann in Deutschland aussehen wird oder im deutschsprachigen Raum, weil diese Plattformen werden dann für SEOs halt die nächste neue Anlaufstelle werden. Und zu guter Letzt, und ich weiß, ihr hört das nicht oder du hörst das wahrscheinlich nicht so gerne, aber es ist einfach unvorstellbar wichtig, da reinzugehen, sind große Publisher. Und damit meine ich einfach wirklich Zeitungen, Branchenmagazine etc., sehr, sehr große Blogs. Ich empfehle nichts, was ich nicht genauso mache. Und um 2 Beispiele von uns zu zeigen, zum Beispiel Big Data Insider, ich würde das jetzt als Branchenmagazin bezeichnen. Sowas, da haben wir Marktforschung gemacht und sind da drin gelandet. Oder was zum Beispiel auch voll spannend einfach in diesem neuen Kontext ist, der Senior Vice President von SimilarWeb hat uns hier in einem Artikel von Horizont erwähnt. Und das ist ja das neue, das spannende Spiel meiner Meinung nach. Es wird einfach nicht nur um Backlinks gehen, sondern es geht auch um
Erwähnungen und so weiter. Und das ist sicher was, auf was man sich einstellen muss. Was kannst du jetzt tun, um hier stärker aufgestellt zu sein? Du kannst wirklich digitale PR machen. Das würde ich dringend empfehlen. Oder du kannst natürlich Sponsored Content publizieren. Ich bin voll gespannt, ob Sponsored Content dann wirklich funktioniert, dass generative KI sich darauf bezieht. Muss man sich einfach anschauen. Ich bin auch gespannt, ob sie da unterscheiden können, was ist sponsored, was ist nicht sponsored. Das bezweifle ich nämlich auch. Aber das ist einer der Gründe, wieso dieses Thema Digital PR jetzt gerade so hot ist. Einfach Linkbuilding ist schön und gut, aber minderwertige Artikel aus irgendwelchen privaten Blognetzwerken oder Linkbroker helfen die hier nicht. Also ich sehe ja tagtäglich bei unseren Kunden immer wieder, was Agenturen so treiben im Kontext Linkbuilding. Das ist sinnlos. Also das bringt jetzt nichts und dann bringt es gar nichts. Zero Results. Und wenn du bei KI-erweiterten Suchmaschinen und Sprachmodellen Sichtbarkeit generieren willst, dann glaube ich, wird es wichtig werden, dass man immer und immer wieder an prominenten Stellen erwähnt wird, eben explizit erwähnt. Ich glaube nicht, dass es unbedingt langfristig nur Backlinks sein müssen. Und einerseits geht es da um die Prominenz für direkte Abfragen, also dass du in irgendwelchen Artikeln, sagen wir mal, du bist ein SaaS-Anbieter und du bist in irgendwelchen Bestenlisten, in wirklich wichtigen Bestenlisten, in Deutschland wäre das wahrscheinlich sowas wie OMR, das ist super wichtig, und aber daneben, dass du ausreichend oft erwähnt wirst bei großen Publishern, um eventuell in den Trainingsdaten irgendwie hervorzustechen. Ich glaube nicht, dass das so wichtig ist, ich glaube, dass es anderes primär ist, aber so solltest du über das Ganze denken. Und das war es auch schon wieder, eine komplexe Folge, ist aber auch ein komplexes Thema. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.